Auf unserer Reise durch Südamerika spüren wir einmal mehr, wie sehr Freiheit und Herausforderung Hand in Hand gehen. Der Weg führt uns hoch hinaus, nicht nur geografisch, sondern auch emotional. Neue Kulturen, alltägliche Aufgaben, das einfache peruanische Leben, in dem wir uns erst noch zurechtfinden müssen. Und dann die Berge. Majestätisch, still, doch plötzlich kommen wir auf über 4000 Metern über Meer nicht weiter. Es hat keinen Sinn, also bevor wir hier in richtige Probleme kommen, brechen wir lieber ab. Manchmal führt nur ein Umweg ans Ziel. Ein steiler, schmaler, atemberaubender Umweg, der sich am Ende mehr als lohnt. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir sind, wie ihr es vielleicht im letzten Video gesehen habt, vor kurzem nach Peru eingereist. Ehrlich gesagt sind wir aber gar nicht so weit gekommen. Wir stehen hier an diesem wunderschönen Naturplatz, gar nicht so weit weg von der Grenze. Na, ist halt alles relativ. Und wir stehen auf 3800 Metern über Meer. Entsprechend ist es doch auch wieder frisch. Auch über Nacht friert wieder alles ein. Es ist frostig kalt. Drum auch wieder Motorhaube auf. Sonne kann drauf scheinen. Und jetzt kann eigentlich auch der Tag starten. Ich muss zwar sagen, meine Nacht war nicht sehr erholsam. Die letzten paar Nächte. Irgendwie bin ich gerade so empfindlich auf Geräusche rundherum. Und sobald ich was höre, wache ich auf und versuche zu hören, was da los ist. Und natürlich ist nie was los. Aber irgendwie bin ich gerade so ein bisschen empfindlich drauf. Obwohl man denken würde, nach 4,5 Jahren Vollzeitreisen ist man es sich gewöhnt. Und ich würde sagen, wir sind auch sehr abgehärtet, was das angeht. Aber gerade habe ich halt so eine Phase. Naja, gibt's auch mal. Ist auch nichts, was ein guter Kaffee nicht auskurieren kann. Cafecito por mi amor. Muchas gracias. ¿Y tú? Ja, schau mal her. Eigentlich schon ganz witzig. Wir sind in Südamerika und von zu Hause hören wir immer so, ja, es ist doch so warm bei euch und immer nur Sommer. Aber seit wir in Uruguay vor etwa einem Jahr gestartet sind, hatten wir gefühlt, glaube ich, ein paar wenige Tage, wo wir in kurzen Hosen und im T-Shirt herumgelaufen sind. Und sonst, eigentlich frieren wir die ganze Zeit nur immer. Es ist lustig, wenn wir auch mit anderen Reisenden darüber sprechen, dass wir gefühlt eigentlich nur im Herbst unterwegs sind. Aber ja, wir hoffen, dass wenn wir jetzt irgendwann mal wieder an die Küste runtergehen, dass es da hoffentlich ein bisschen wärmer wird. Die Sonne hilft auf jeden Fall. Was ist das wieder für eine schöne Fahrt? Diese Hochebene, mir gefällt das so gut.
Ich bin richtig froh, dass wir das auch in Peru noch mal ein bisschen haben, auch wenn es ein bisschen anders ist, aber trotzdem so diese Hügel und rundherum auch die Landwirtschaft, wo sie das Getreide trocknen und die Kühe und Schafe und alles das. Also mir gefällt das richtig gut. Ja, wir sind jetzt aber auch schon fast in der Ortschaft, wo wir Erledigungen machen wollen. Wir müssen nämlich unbedingt tanken, wir sind schon ziemlich leer. Wollen auch Wasser füllen und mit dem Einkaufen hat es bisher auch noch nicht so richtig geklappt. Das wollen wir hier auf jeden Fall auch machen auf dem Markt. Aber jetzt schauen wir erstmal bei der Tankstelle hier bei der Ortseinfahrt, ob wir da vielleicht Diesel und Wasser gleichzeitig erledigen können. Lustig, dass hier in Peru wieder alles nach Gallonen bezahlt wird und nicht nach Litern. Ich glaube, das letzte Mal war das irgendwo in den USA oder so oder Kanada. Ja, auf jeden Fall bezahlen wir 15 Soles pro Gallone auf den Liter, ein bisschen mehr als in Euro. Ist halt wieder wesentlich teurer als in Bolivien. Dafür aber auch besser. Dafür wesentlich besser. Und hier drüben gleich gibt es auch einen Wasserhahn, wo wir Wasser füllen können. Wir sind ja schon sehr gespannt, wie der Druck hier auch sein wird. Aber ja, wir testen es aus. Und sonst haben wir ein kleines neues Hilfsmittel dabei, das uns helfen wird. Wir lagen doch richtig mit der Vermutung. Was aus dem Hahn rauskommt, ist eher so ein Rinnsal. Aber wir haben jetzt eine Neuerung dabei. Wir kannten das vorher nicht. Aber jetzt haben wir so eine Gardena Bohrerpumpe mit, die man einfach dazwischen schließt, zwischen zwei Schlauchstücke und mit dem Bohrer betreibt. Ohne das Ding hat jetzt die Wasseranzeige 0,0 Liter pro Minute angezeigt. Jetzt sind wir einfach schon über 5 Liter pro Minute. Also es ist wirklich ein Gamechanger. Wir sind so froh, dass wir das haben. Und ja, an der Tankstelle haben sie gesagt, es wäre Trinkwasser. Das heißt, nach ihrer Aussage könnte man es direkt in den Tank lassen. Aber wir fühlen uns eben doch immer sicherer, wenn wir nochmal filtern können. Also der Geschmack wird besser und wir sind sicher, dass wir ja einfach keine Schadstoffe im Wasser haben. Darum schließen wir trotzdem immer unsere Filter von Alpfilter an, die wir seit Anfang der Reise dabei haben. Und das klappt jetzt auch so mit der Pumpe richtig schnell. Normalerweise dauert ja das Wasserfüllen so eine halbe Stunde, manchmal sogar eine Stunde. Und da haben wir auch immer Zeit, um ein bisschen was zu arbeiten. Mit der Pumpe geht das fast gar nicht mehr, aber es ist uns trotzdem wichtig, dass wir jetzt mal kurz gucken, dass alles reibungslos läuft. Denn es haben so viele von euch in unserem Shop bestellt und da ist uns natürlich wichtig, dass das auch rechtzeitig bei euch ankommt und alles klappt. Und wir möchten uns auch herzlich bei euch bedanken für die vielen Bestellungen. Wir sind total aus dem Häuschen, wie gut euch unsere Alpaka-Linie gefällt. Und dass ihr einfach so viel bestellt habt und hoffentlich ganz viele Sachen bei euch sind, die euch ganz viel Freude bereiten. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Und für diejenigen, die nicht wissen, wovon ich rede, schaut doch sehr gerne in unserem Shop vorbei. Da haben wir jetzt ein paar neue Produkte. Wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeikommt. Wir haben uns ein Stückchen weiter in den Ortskern bewegt, denn wir müssen ja noch Einkäufe erledigen. Wir waren zwar schon mal in einem Supermarkt einkaufen, aber die Regale für Früchte und Gemüse waren praktisch leer gefegt. Da konnten wir gar nichts einkaufen, also versuchen wir das hier auf dem Markt. Ich glaube, hier haben wir bessere Chancen. Wir sind hier genau am richtigen Ort gelandet. Hier findet das Leben statt und das ist das genau, was wir lieben. Obwohl es chaotisch laut ist, aber perfekt. Ah, ja. Toma dos más. Ay, ay, ay. Aquí en medio porque no te llevas. Muchas gracias, buen día. So, wir haben jetzt eine riesen Tüte eingekauft. Ich habe es nicht ohne Plastiktüte geschafft, aber ja, das ist jetzt
ist, glaube ich, ein Wocheneinkauf an Früchte, Gemüse. Wir haben 11 Soles bezahlt, das sind etwa 3 Euro. No, pero creo que así va bien. Ah, y no necesito. Muchas gracias. Que me vaya bien. Ich will ja ein bisschen Koriander kaufen, aber das ist wirklich zu groß. Que le vaya muy bien. Schön, hier kann man einfach mit den Leuten reden und sich einigen und einfach das, ja, man findet immer den Weg, ist richtig schön. Ja, jetzt haben wir nochmal 5 Soles mehr ausgegeben für Koriander, eine Papaya und 3 kleine Bananen. Und ich glaube, damit sind wir wirklich eingedeckt. Also wir haben wirklich komplett alles. Kommen wir zurück zum Van. Ich hole immer noch mehr Sachen aus den Taschen und es nimmt gefühlt kein Ende. Das ist unglaublich, was wir da alles gekauft haben auf dem Markt für insgesamt 28 Soles waren es, glaube ich. Also es sind umgerechnet 7 Euro. Im Supermarkt hätten wir definitiv viel mehr bezahlt. Also eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir quasi gezwungen waren, am Markt einzukaufen. Ist eh viel schöner und auch angenehmer mit den Menschen. Authentischer auch, oder? Ja, viel authentischer, ja. Obwohl ja? nicht alle gerne gefilmt werden. Ja, das ist schon so. Also irgendwie haben uns viele sehr freundlich lächelnd begrüßt und haben uns schon von weitem so fast zugewunken. Aber manche waren schon sehr reserviert. Also es ist, wir haben auch immer gefragt, ob wir filmen dürfen oder nicht und viele haben halt Nein gesagt. Naja, aber ich bin trotzdem begeistert von unserem Einkauf. Also es ist, ich meine, schaut euch das an. So viel Essen. Da haben wir auf jeden Fall genug zu essen für eine Weile. Es war auf jeden Fall ein erfolgreicher Mittag. Wir haben alles bekommen, was wir kaufen wollten. Und mehr. Und mehr. Aber wir sind schon aufgefallen. Also ich glaube, die sehen hier nicht zu viele Touristen. Und überall angesprochen. Und ja, aber es war was Schönes, oder? Also absolut. Mir hat es richtig gut gefallen. Ja, hier. und man merkt dann eben, dass es halt authentisch ist hier. Das ist wirklich das, wie die Leute leben. Und das wollen wir ja auch sehen. Genau. Auch wenn wir dann halt eben auffallen. Ja, aber jetzt haben wir auf jeden Fall noch mal einiges an Strecke vor uns. Also wir fahren etwa 2 Stunden. Etwa 2 Stunden, ja, sind das. Ja, von dem her, es geht ja relativ gut auf peruanischen Straßen. Ja, die sind ja ziemlich gut. Also bis jetzt haben wir eigentlich sehr gute Straßen gehabt. Ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Buenos Dias, was für ein gemütlicher Morgen hier an dem See. Es ist eigentlich eine Lagune, die Lagune Langui. Allgemein bis jetzt, also wir sind so positiv überrascht von Peru und die Menschen auch, die sind so freundlich. Also ja, man kann sich eigentlich keinen besseren Start hier in Peru wünschen. Auf jeden Fall, wir genießen jetzt noch ein bisschen die Ruhe, die Aussicht und dann geht es für uns auch schon weiter. Denn heute wollen wir uns was richtig Besonderes anschauen. Es ist wieder mal so schön auch zu sehen, wie das Dorf langsam zum Leben erwacht. Hier sind ja auch 2 Männer am See und also ich dachte erst, die kommen her zum Fischen, aber die sind zum Wäschewaschen hier und einer hat sogar ein Floß genommen, um weiter auf den See rauszukommen, denn er meinte auch, da ist das Wasser wärmer. Also grundsätzlich ist das Wasser ja wärmer als die Außentemperatur an der Luft, was eigentlich schon Sinn macht, weil hier friert es ja auch einfach in der Nacht, also morgens ist es schon echt kalt. Aber ja, zum Waschen geht er halt eben raus auf den See. War ganz lustig. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Noch Frühstück, oder? Und dann gehen wir los. Sehr gut.
ist knusprig. Ich habe vorhin auch ein bisschen mit dem einen Herrn, der hier zum Waschen war, gesprochen, mit Viktor. Und er hat mir wieder ein paar Einblicke gegeben, wie das hier so läuft für die lokale Bevölkerung, was sie so bewegt. Und er meinte auch, also normalerweise kommt er mit seinem Freund, also dem anderen Herrn, der auf dem Floß Wäsche gewaschen hat, hierher zum Fischen. Also sie fischen hier vor allem Forelle aus dem See. Und die hat er sehr gelobt, soll sehr lecker sein. Aber heute hat er keine Zeit zum Fischen. Heute ist er nur für die Wäsche hergekommen. Aber ja, er hat auch sonst erzählt, wie das hier so läuft. Und anscheinend ist es für viele Menschen aus der Region so, dass sie eigentlich keine feste Anstellung haben, sondern halt einfach so kleine Jobs überall so annehmen. Er baut zum Beispiel auch an einer Asphaltstraße hier mit. Und er hat auch 4 Kinder, die in Cusco studieren. Das heißt, er muss auch ein bisschen Geld reinbringen, um ihr Studium zu finanzieren. Also das sind alles so die Themen, die sie hier beeinflussen. Und er hofft natürlich auch, dass die Asphaltstraße, die bald fertig sein soll, mehr Tourismus reinbringt und somit auch mehr Möglichkeiten hier Geld zu verdienen, vielleicht die Touristen hier herumzuführen. Denn in der Gegend gibt es so viel zu sehen und zu erleben. Ja, es ist halt einfach jedes Mal so bereichernd, wenn wir mit lokalen Menschen sprechen können. Und auch wenn es nicht immer in unseren Videos so rüberkommt, denn wir wollen einfach die Situationen auch nicht verfälschen, dadurch, dass wir den Leuten eine Kamera ins Gesicht halten. Und wir machen die Reise ja auch, damit wir eben authentische Erlebnisse haben. Darum nehmen wir das meistens nicht auf, aber es ist trotzdem jedes Mal einfach richtig spannend. Und gerade Roberto kann ja perfekt Spanisch. Ich hangel mich so durch, aber es reicht. Und das ist jedes Mal wieder wunderschön, wenn wir solche Konversationen betreiben können. Ja, sie kommen dann mit Babylamas und so. Das ist schon cool zu sehen. Und scheinbar kommen auch von Cusco und von den umliegenden Dörfern kommen Leute da hin, um das anschauen. Ja, es ist ja nichts gemacht worden. Das ist noch Es gestanden. ist klar, dass es irgendein ist, weil es halt nicht bewegt worden ist. Wollt ihr uns noch das Funkgerät geben? Für Best Communication. Ja. Perfekt, danke. Es wird Zeit loszufahren. Ich gebe zu, Jimmy hat uns heute ein bisschen geärgert beim Motorstarten. Es ging erst beim 3. Anlauf. Wahrscheinlich ist es wieder die Kombination von Höhe, wenig Sauerstoff, Kälte, obwohl eigentlich so kalt ist es gar nicht mehr, aber wir sind immerhin auf über 3900 Metern. Und wir fahren auf über 4.500 Meter heute. Also mal gucken, wie das läuft. Noch eine ziemlich steile Straße, man sieht ein bisschen was schon von hier, wie es dann da hochgeht. Aber auf jeden Fall habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen, wir sind noch nicht alleine hier. Wir haben uns wieder mit Flavia und Tino getroffen. Sie sind auch immer noch in Peru, freuen wir uns natürlich. Und wir machen nämlich Balay Punchu heute zusammen. Da geht es heute hin in die Berge, hoch. Und ich glaube, das wird auch nochmal richtig cool. Also man merkt, hier wird es wirklich kalt. Sie bewässern zwar an einigen Stellen mit Seewasser ihre Felder, aber rund um diese Bewässerungsfontänen friert alles ein. Das ist richtig krasses Eis rundherum. Und man sieht auch immer wieder Kühe und Schafe, Alpakas, die Mäntel tragen. Alpakas nicht. Alpakas nicht? Nee, nur Kühe und Schafe. Ja, Alpakas haben es halt nicht nötig. Die sind selber genug flauschig gefüttert und gepolstert und gewärmt. Aber ist krass, also eigentlich die Sonne knallt schon richtig und trotzdem sieht man überall diese Eisflecken. Nee, passt, ist alles okay. Aber ich glaube, nachher mit der Serpentine macht es Sinn, wenn ich vorausfahre, weil wir werden nur im Eis sehr langsam können fahren. Okay, wir hangeln uns jetzt langsam so die Kurven hoch, aber Flavia und Tino sind jetzt vorausgefahren und sie meinten, da vorne sieht es ziemlich sketchy aus. Also sie sind sich nicht sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist, da hochzufahren.
Die Straße ist richtig steil. Es ist aber relativ eine gute Schotterstraße. Wird wahrscheinlich gehen, aber nicht so ohne. Okay, also ich weiß nicht, wir probieren es wahrscheinlich. Aber ja, auch wenn Roberto ja unser Drohnenpilot ist und ich gerne, also mittlerweile lieber Passstraßen fahre, weil ich dann das Gefühl von Kontrolle habe, ist vielleicht besser, wenn Roberto fährt. Ich weiß nicht. Was meinst du? Fahrst du hier durch oder? Ja, es geht, glaube ich, schon. Geht's schon? Probieren wir es einfach. Ich habe uns schon da unten gesehen. Und wir haben keine Kraft, das heisst, wir sind hier stecken geblieben. Okay, wir haben uns das jetzt nochmal genauer angeschaut hier vorne. Und es ist echt eng. Hier arbeiten sie an der Straße und darum sind hier überall so Steinhaufen und Kieshaufen. Und das verhindert es, dass man anständig ausholen kann. Und mit dem langen Radstand, den wir haben wir Angst, dass wir einfach nicht hier um die Kurve kommen. Gerade auch noch mit der verminderten Leistung, die wir haben. Also wir haben jetzt schon gemerkt, am Hang anfahren ist einfach echt schon schwierig. Wir sind ja, glaube ich, auch schon auf über 4000 Metern. Jetzt müssen wir uns überlegen, was unsere Alternativen sind, weil ich glaube, wir fühlen uns nicht so wohl da, das zu probieren. Also entweder gehen wir zu Fuß hoch oder wir umfahren den Berg und versuchen es von der anderen Seite, wobei da soll es ähnlich steil sein. Vielleicht ist da aber die Straße wenigstens breiter. Oder Alternative 3 ist, wir lassen es aus. Aber irgendwie hatten wir uns schon echt hier drauf gefreut. Oh Mann, also bis jetzt sind wir ja überall hingekommen. Also dass uns das jetzt wegen einer engen Kurve uns das jetzt da nicht weiterfahren lässt, das ist schon irgendwie ärgerlich. Zeitlich würden wir halt einfach die 2 wahrscheinlich dort oben sein. Das ist immer noch okay. Ist wahrscheinlich auch okay. Wahrscheinlich ab der 4 oder so hast du wahrscheinlich nicht mehr so viel Licht. Ja. Okay, wir haben uns entschieden, wir machen es nicht. Obwohl das so schön aussieht, diese Serpentinen, diesen Hügel hoch und da sind überall weiße Punkte von den Alpakas und Lamas, die da grasen. Es ist ein richtig schönes Bild. Aber es hat keinen Sinn. Also bevor wir hier in richtige Probleme kommen, brechen wir lieber ab. Aber wir haben beschlossen, dass wir es von der anderen Seite aus probieren. Mal gucken. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber Sicherheit geht vor und das war zu eng. Also, um den Wagen in den Sand zu setzen oder auf die Seite, das macht keinen Sinn. Nee. Vor allem, wenn es eine andere Möglichkeit gibt. Und weil es hier eben so eng ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als ein ziemlich weites Stück rückwärts wieder runter zu rollen. Vorher hatten wir eine Stelle gesehen, wo man vielleicht wenden könnte, aber es war auch da so richtig eng. Wir müssen einfach gucken. Ja, da vorne ist weiß. Jetzt gehen wir mal rüber, schauen, wie es abgegangen ist. Und dann entscheiden wir uns. Ja, und sonst machen wir es morgen. Also Ja. Es ist irgendwie schon frustrierend, dass wir jetzt nicht nur den Hügel wieder runter mussten, sondern eigentlich dieselbe Passstraße wieder zurückfahren, über die wir gestern gekommen sind. Ja, der Pass war eigentlich auch recht schön und natürlich auch der Seeplatz heute früh war ja auch schön. Aber es ist einfach so irgendwie frustrierend, wenn man dasselbe mehrfach machen muss und das einfach nicht so geplant war und es eigentlich theoretisch auch anders gehen würde. Ja, und auch die Zeit, die man verliert. Also, Ja, das ist auch noch uns 1,5 Stunden, um an den Punkt zu kommen, wo man dann wieder hochfahren kann. Aber ja. ja, und auch eben apropos Zeitfaktor, es kann sein, dass wir dann auch schon so weit in den Nachmittag reinkommen, dass das Licht dann auch schlecht ist und die Sonne eben nicht mehr die Berge so bescheint, dass alles so schön zur Geltung kommt. Naja, aber kann man nichts machen. Ich feiere ja trotzdem diese Landschaft einfach immer noch ab. Also von mir aus kann man auch einfach, ja, da kann man aber einfach stundenlang hin und her fahren. Das ist okay.
die andere Straße war, glaube ich, doch ein bisschen angenehmer. Ja. Wie ist so das Gefühl? Vielleicht hat es doch den Grund, dass sie als Wanderweg angetragen ist eigentlich. Ich weiß, in den Bildern kommt es nie so krass rüber, aber hier sind richtig steile Abschnitte und wir sind auf 4300 Metern ungefähr. Also eigentlich auf einer ähnlichen Höhe, wo wir das letzte Mal waren, aber hier wirkt es schon noch mal steiler und hochzukommen mit so wenig Leistung, das ist echt, also wir haben jetzt wirklich gedacht, wir bleiben hier stecken und kommen nicht mehr vorwärts. Puh. Also mir ist richtig warm und das nicht nur, weil die Heizung läuft, damit der Motor nicht warm wird und auch nicht wegen meines Pullis, sondern das ist einfach wirklich Stress pur hier. Wer hätte das gedacht? Wir sind tatsächlich oben angekommen. Oh, also ein paar Mal, glaube ich, echt hätte nicht mehr viel gefehlt. Und wir hatten ja noch ein bisschen Zusatzgewicht, denn wir haben Tino und Flavia am Ende doch bei uns mitgenommen, denn ihr Auto wollte gar nicht mehr hoch. Also kann ich sehr gut nachvollziehen, bei uns hat auch nicht mehr viel gefehlt, aber wir sind froh, dass wir es doch noch hergeschafft haben und wir uns das doch noch anschauen können. Es zieht sich langsam ein bisschen zu, aber ich glaube, das wird trotzdem noch mal schön. Also das war mal eine richtig wilde Fahrt. Aber ja, wir sind jetzt hier oben angekommen. Jetzt müssen wir noch weiter hochlaufen. Ja, aber ich hoffe, dass die Aussicht das Ganze kompensiert. Muss, oder? Da hinten sieht man die Serpentinenstraße, die wir ursprünglich hochfahren wollten. Auf eine Art sieht es nicht so steil aus, aber wenn man sich dann eher auf die Neigung des Hanges achtet, das ist schon sehr steil. Aber ja, war ja nicht so, als wenn wir jetzt einen flachen Weg hochgefahren. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir jetzt in so einer Höhe wandern. Wir sind jetzt auf 4700 Metern etwa, oder? Ja. Und man merkt einfach, wie der Sauerstoff fehlt. Wir gehen wirklich im absoluten Schneckentempo und trotzdem sind wir komplett außer Atem. Es ist auch sehr steil, aber man merkt einfach auf der Höhe, da ist es einfach nochmal wirklich echt eine andere Nummer. Jetzt haben wir noch etwa knapp 100 Höhenmeter mehr und dann sind wir endlich oben. Ich habe immer noch keine Luft, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nach oben zu kommen. Also diese Aussicht und dieser Berg, unglaublich. Und jetzt, genau jetzt, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um unseren Kanal zu abonnieren. Was für Strapazen. Dieser Ausblick, auch auf den See, wo wir heute früh erst noch standen. Und hier das Tal, das ist der Wahnsinn. Und das richtige Spektakel findet ja auf der anderen Seite dieser Felsen statt. Da kommen die Farben dieser Felsen so krass zur Geltung. Wir haben ja Bilder vorher gesehen, aber ich hatte es mir nicht so beeindruckend vorgestellt. Das ist wirklich spektakulär. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft.
Es ist wirklich faszinierend, was die Natur wieder mal zustande bringt. Das ist ja diese Schichten und diese Berge, die sind ja so schroff und karg und grob. Also hier findet ja natürlich auch Erosion statt, die verschiedenen Schichten der Berge so angreifen, diese Mineralien, die Metalle, die da enthalten sind. Aber trotzdem sieht man diese klaren Linien, die ganz anders abgearbeitet werden durch die verschiedenen Einflüsse. Und das ist einfach so einzigartig, das ist wunderschön. Es hat wirklich eine Schönheit. Aber es ist auch so dramatisch und ja, wirklich einfach faszinierend. Es läuft nicht immer nach Plan, aber das heißt nicht, dass man nicht das Beste draus machen kann. Wir haben umdisponiert, aber ich glaube, wir haben trotzdem ein wundervolles Erlebnis hier gehabt. Es ist doch einfach... Und das zu teilen mit Tina und Flavia, natürlich nochmals richtig schön gewesen mit euch. Ja. Danke vielmals. Und natürlich auch toll, dass wir es mit euch teilen können. Wir hoffen sehr, dass ihr weiterhin mit dabei sein wollt. Abonniert den Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn es wieder weitergeht. Hasta luego! Hasta luego. Laguna Langui. Ja, Im Winter, im Sommer. Nee, nicht im Winter. oder zumindest im Finden. Tiamblago. Nein, also Laguna. Laguna Langui. Una Krise vom im Lago nehmen.